Schatten der vergessenen Stadt. Der Regen prasselte gegen die Windschutzscheibe, während Lukas Müller das Lenkrad umklammerte. Sein Herz raste. Die Nachricht war kryptisch gewesen. Finde die vergessene Stadt, bevor sie es tun. Die Zeit läuft ab. Er hatte sie vor 3 Stunden erhalten, und jetzt, während er durch den Sturm raste, wusste er, dass er verfolgt wurde. Der schwarze SUV im Rückspiegel war ihm seit dem Flughafen gefolgt. Wer auch immer diese Nachricht gesendet hatte recht, die Zeit lief ab. Ein Blitz zuckte über den Himmel und er erhellte für einen Moment die kurvige Straße vor ihm. Die Reifen rutschten leicht, als Lukas scharf einlenkte. Sein Kopf arbeitete auf Hochtouren, ebenso wie der Wagen. Er hatte im Laufe der Jahre unzählige Hinweise und Tipps erhalten, aber dieser fühlte sich anders an. Die Dringlichkeit in der Nachricht, das Gewicht des Unbekannten, alles deutete auf etwas hin, das größer war als alles, was er je zuvor erlebt hatte. Wer war hinter ihm her? Und warum? Lukas war ein investigativer Journalist, bekannt für die Aufdeckung historischer Geheimnisse, aber nichts hatte ihn auf das vorbereitet, was vor ihm lag. Seine Recherchen hatten ihn zu einer alten Professorin geführt, Dr. Katharina Weber, einer Expertin für verlorene Zivilisationen. Gemeinsam entzifferten sie das alte Pergament, das Lukas anonym erhalten hatte. Die Karte zeigte den Weg zu einer verlorenen Stadt tief im Amazonas-Regenwald, einem Ort, über den Legenden flüsterten, der ein Geheimnis bergen sollte, das mächtig genug war, um die Geschichte zu verändern. Ihre Reise in den Amazonas war alles andere als einfach. Nach einem angespannten Flug, bei dem Lukas das Gefühl nicht los wurde, beobachtet zu werden, erreichten sie ein kleines, abgelegenes Dorf. Die Einheimischen sprachen in gedämpften Tönen, wenn sie die vergessene Stadt erwähnten. Einige warnten sie, umzukehren. Andere erzählten von Forschern, die spurlos verschwunden waren. Doch das unheimlichste Detail war ein einzelner Name, der Rabe. Schon die Erwähnung dieses Namens ließ den Dorfbewohnern einen Schauer über den Rücken laufen, als trüge er einen Fluch in sich. Entschlossen, weiterzumachen, heuerten Lukas und Evelyn einen Führer an, einen rauen Ex-Militärtrecker namens Markus. Er kannte den Dschungel besser als jeder andere, aber selbst erschien beunruhigt. Dieser Ort ist verflucht, murmelte er eines Nachts am Lagerfeuer. Die Leute gehen auf die Suche nach der Stadt, aber sie kommen nie zurück. Wenn wir gehen, dann nur gut vorbereitet. Tage nach ihrem Aufbruch merkten sie, dass sie nicht allein waren. Schritte hallten durch das dichte Unterholz, Schatten huschten zwischen den Bäumen hindurch. Dann, eines Nachts, wurde ihr Lager überfallen. Bücher wurden zerrissen, ihre Vorräte geplündert. Wer auch immer ihnen folgte, wollte sicherstellen, dass sie scheiterten. Als sie einen abgelegenen Außenposten im Dschungel erreichten, schlugen ihre Feinde zu. Bewaffnete Söldner, angeführt von der geheimnisvollen Gestalt, die als der Rabe bekannt war, lauerten ihnen auf. Kugeln durchsiebten die Luft, während Lukas und Evelyn knapp in das dichte Blattwerk entkamen. Markus kämpfte tapfer, nahm 2 Männer nieder, bevor er im Chaos verschwand. Lukas und Evelyn hatten keine Wahl, als zu fliehen, die Karte war ihre einzige Hoffnung zu überleben. Je tiefer sie vordrangen, desto seltsamer wurde der Dschungel. Ranken wanden sich in unnatürlichen Mustern, die Luft wurde schwer von einer unheimlichen Stille. Nachts hörten sie Flüstern, Echos von Stimmen in einer Sprache, die keiner von ihnen verstand. Es war, als ob die Stadt selbst ihrer Ankunft bewusst war. Sie beobachtete, auf sie wartete. Nach Tagen der Erschöpfung erreichten sie ein nebelverhangenes Tal, in dem die Ruinen der vergessenen Stadt vor ihnen aufragten. Seltsame Symbole bedeckten die Steinwände, und im Herzen der Stadt stand ein Altar. Während Evelyn die Inschriften entzifferte, erkannte sie das Geheimnis der Stadt, ein Gerät, das unter den Ruinen verborgen war, fähig, Magnetfelder zu manipulieren, Technologie zu stören und sogar das Wetter zu kontrollieren. Das war es, was der Rabe wollte. Gerade als sie den Eingang zur Kammer darunter freilegten, trafen der Rabe und seine Söldner ein. Ein erbitterter Kampf entbrannte. Lukas kämpfte mit aller Kraft, wich Kugeln aus, sprang über bröckelnde Plattformen und nutzte die Ruinen selbst als Waffe. Währenddessen arbeitete Evelyn fieberhaft daran, den Verteidigungsmechanismus der Stadt zu aktivieren und löste eine Kettenreaktion von Erdbeben aus. Während die Ruinen in sich zusammenbrachen, stellte Lukas sich dem Raben und entlarvte ihn. Es war niemand anderes als Evelyns längst verschollener Bruder, vom Ehrgeiz und der Gier zerfressen. In einem verzweifelten Fluchtversuch aktivierte der Rabe einen Notmechanismus,
wurde jedoch letztlich unter den einstürzenden Ruinen begraben, während Lucas und Evelyn knapp entkamen. Die Geheimnisse der Stadt waren erneut verloren, aber manche Rätsel sollten vielleicht besser unentdeckt bleiben. Zurück in der Zivilisation veröffentlichte Lucas seine Geschichte, aber er ließ entscheidende Details aus. Manche Wahrheiten, so wusste er, waren zu gefährlich für die Welt. Als er auf das uralte Symbol starrte, das nun auf seiner Handfläche prangte, etwas, das er vor dem Betreten der Stadt nicht gehabt hatte, wurde ihm klar, das Geheimnis war noch lange nicht vorbei. Das Ende oder erst der Anfang